Ich freue mich, heute Siria Berli begrüßen zu dürfen. Sie ist Mitgründerin von Equipe, die früher Swisstalk geheissen hat, und sie ist Jungunternehmerin. Herzlich willkommen, Siria. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Für diejenigen da draussen, unsere Zuschauer, die Equipe nicht kennen, kannst du in 2-3 Sätzen beschreiben, was ihr macht? Ja, sicher. Wir produzieren Shortform-Content, also Kurzvideos für Social Media und helfen eigentlich Unternehmen damit, entweder mehr Markenbekanntheit zu gewinnen, also Brand Awareness, oder mehr Mitarbeiter, also Social Recruiting, oder an mehr Neukunden zu kommen. Wie lange gibt es euch schon? Seit ein bisschen mehr als 2,5 Jahren, März 2022 gegründet. Als Swisstalk? Genau, das mal Swisstalk. Warum heissen ihr jetzt Equipe? Ja, ich würde sagen, Swisstalk, der Name ist für uns damals gut gewesen. Ist ein bisschen Steckenpferd gewesen, weil jeder auf TikTok gehen und Swisstalk, TikTok ist naheliegend gewesen. Aber wir haben gesagt, irgendwann ist, hey, ein Namenschange macht Sinn, weil wir ein bisschen unabhängiger sein von nur einer Plattform. Und auch die Kultur ist anders geworden und dann haben wir einen neuen Namen gesucht. Und da ist Equipe gekommen, wo ja französisch Team heisst, und das hat einfach besser gepasst. Ja, ich habe es auch bei euch gesehen, Equipe Team, also ihr versteht euch auch als Team-Member von euren Kunden, wenn ich das so richtig interpretiert habe. Voll. Wir sagen eigentlich immer, wir sind wie eine Erweiterung vom Team und nicht einfach irgendeine Agentur, sondern wir gehen auch die extra Meilen etc. Als wäre man eine Erweiterung vom Team, vom Kunden, ja. Ich habe es eingangs erwähnt, du bist noch sehr jung, 23, glaube ich, ist das richtig? Hast du eine Ausbildung in die Richtung gemacht, Mediamatikerin oder Social Media Managerin? Oder wie bist du zu dem gekommen? Nein, ich habe ein Sportgymnasium gegründet. Ich habe mein ganzes Leben lang Spitzenfußball gespielt, habe Nationalmannschaften durchgemacht etc. Also ich bin einfach im Leistungssport drin und habe das Sportgymnasium gemacht und auch Ende Sportgymnasium dann gegründet. Bin ein bisschen reingerutscht, ja, aber dementsprechend nach dem Gymnasium direkt ins Büro gegangen, direkt das Team aufgebaut und ja, 2,5 Jahre später sind wir jetzt da. Hast denn du jemals eine Stelle gesucht in deinem Leben? Nein. Noch nie eine Stelle gesucht. Also direkt in die Selbstständigkeit, beziehungsweise Selbstständigkeit und nachher sogar eine Firma gegründet. Warum denn ausgerechnet Videoformat? Weil ich überzeugt bin, dass das eigentlich das ist, was in Zukunft immer mehr und mehr wird aufkommen, weil wir haben so viele Sachen, die auf uns einprasseln, also auf die Leute. Du hast Blogs, du hast da, du hast dort wieder etwas, du hast ein Bild, du hast Werbung dort, und ich habe das Gefühl, Unternehmen müssen immer mehr und mehr schaffen, kurz und knackig eine Botschaft überzubringen. Egal, ob es jetzt darum geht, hey, wieso ein Neukunde bei uns muss werden oder wieso bei uns anfangen zu arbeiten und dich bewerben oder allgemein zum Überbringen, wie die Firma tickt. Man muss das auf eine kurze, dynamische, knackige Art machen und da scheitern die meisten Unternehmen dran. Und das ist genau das, was wir machen. Und am einfachsten ist, die Emotionen, die Botschaft überzubringen in einem Video, in einem kurzen Video und nicht in einem riesigen Blogbeitrag, der wahrscheinlich eher weniger gelesen wird. Wie wichtig glaubst du, dass das für Unternehmen ist? Also vor allem, du hast jetzt vorhin gesagt, ihr seid auf Recruiting spezialisiert, Brand Awareness, aber auch, wenn es um Verkauf, Sales und Werbung geht, dass sie sich da umstellen. Und vor allem, meine Anschlussfrage ist auch noch, gibt es da einen Generationengap? Ich würde sagen, es ist nicht so, dass man nur auf Social Media setzen und nur auf Kurzvideos, aber man sollte definitiv eine recht grosse, ja, man sollte es doch recht gross plötzlich anschauen und Gewichtung auch drauf tun. Aber nicht nur sagen, hey, wir setzen nur noch auf das, aber sich bewusst sein, die Leute gehen immer mehr auf Social Media, die Leute verbringen immer mehr Zeit am Handy, im Internet, und dort, wo die Zielgruppe ist, sollte man schlussendlich auch sein. Und wenn man die Handybildschirmzeiten anschaut, dann sieht man, hey, das ist definitiv jeweils die Social Media Plattform. Und ich glaube, das ist nicht nur Generation Z, das ist Generation übergreifend. Je nachdem, oder, unterscheidet sich so ein bisschen von der Plattform, das ist klar. Aber auch mein Vater, der vielleicht 60 ist auch auf Facebook. Der ist vielleicht nicht auf TikTok, aber auf Facebook. Vielleicht ein bisschen weniger, aber ist auch dort. Und das sollte man sich schon bewusst sein. Je nach Zielgruppe sicher eine andere Plattform oder vielleicht noch ein paar andere Plattformen. Und hat man vielleicht auch noch andere Berührungspunkte, die man arbeiten muss. Aber es kommt definitiv immer mehr und mehr dazu, egal welche Generation, definitiv. Jetzt hast du viel vom Konsument geredet, also dort, dass der Generationengap gar nicht umeinander ist, aber allenfalls, wenn du jetzt in diesen Firmen unterwegs bist, bei deinen Kunden, mit Marketingleiter, Leiterinnen zu tun hast, gibt es dort Widerstand gegen das oder suchen die das ganz extrem?
ich bin nicht so ein Fan von Pauschalisieren, aber ich würde sagen, es ist nicht bei allen so oder bei allen nicht so. Du triffst beides ein bisschen zu. Aber ich glaube, allgemein die Leute, die in dieser Thematik arbeiten, die sind immer recht offen, um sich austauschen. Und das finde ich auch immer mega spannend, dass du halt verschiedene Generationen hast, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Meinungen. Und du musst nicht immer die gleiche Meinung sein, aber dann eben schauen, okay, was macht aber Sinn in dem Moment, um vielleicht einmal ausprobieren, auch wenn man im ersten Moment denkt, ich glaube, das passt nicht. Weil entweder man kann sagen, hat wirklich nicht passt, oder hey, doch, wir haben herausgefunden, dass es doch für uns schlussendlich so passt. Und das merke ich eigentlich am meisten, wenn ich bei Unternehmen bin, dass sie offen für das sind, zum Anschauen und zum auch ausprobieren. Du lebst es eben auch noch gerade direkt vor, wie das aussehen könnte. Du hast nämlich noch ein eigenes Vlog-Format, Day of a CEO. Ja. Kannst du kurz erzählen, was das ist? Ja, das ist eigentlich ein Videopodcast-Format, wo ich das Interview führe mit einem CEO. Also da war der CEO von der Allianz dabei, von Economy Suisse, von Stöckli Ski, etc. Also wirklich coole verschiedene CEOs. Am Anfang war die Idee, dass ich einen Tag mit ihnen mitgehe und eigentlich wieder den Tag dokumentiere. Dann haben wir aber gemerkt, hey, die meisten Leute interessiert, also anhand von wie Nutzerverhalten war, der Interview-Part. Ja. Da sind die meisten Leute angegangen und haben die meiste Zeit verbracht im YouTube-Video. Und dementsprechend haben wir dann das Ganze umgeswitcht und eigentlich wie einen Videopodcast daraus gemacht, wo ich zwischen 60 und 75 Minuten mit dem CEO über gewisse Themen rede. Möglichst so ein bisschen Deep Dive und nicht nur oberflächlich, sondern dass wir wirklich auch ein paar gewisse Themen ein bisschen tiefer reingehen. Und so einerseits eigentlich den CEO nahbarer machen, weil oft zum Beispiel ein CEO von der Allianz denkst, ja, keine Ahnung, ist so unantastbar. Und ihn so nahbar zu machen, gleichzeitig nicht nur Sympathie für den CEO aufbauen, sondern direkt eigentlich auch für die Firma dahinter. Ja. Und auf der anderen Seite, als Zuschauer kannst du so extrem viel lernen aus diesen Erfahrungen und ich glaube, es ist eine absolute Win-Win-Situation. Warum interessiert dich persönlich der Alltag von einem CEO oder von einer CEO? Du bist ja selber eine. Als ich gegründet habe, also ich habe mit meinem Partner zusammen gegründet, sind beide recht jung. Dort waren wir 20 und 23 gewesen. Und wir haben gewusst, hey, wir haben viel Energie, wir haben eine kleine Vision, wir wissen wie, was, wo, aber etwas haben wir nicht und das ist Erfahrung. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich durch mein Netzwerk damals schon 2-3 Leute kennt habe, die in höheren Positionen drin sind. Und ich habe von Anfang an gemerkt, hey, von diesen Erfahrungen lernen ist mega, mega wertvoll. Und braucht es auch meiner Meinung nach, vor allem wenn du jung bist und gründest. Und so ist eigentlich später auch die Idee für das Ganze. Und darum interessiert mich jetzt auch extrem so ein Alltag von einem CEO. Was für Entscheidungen trifft er? Wieso entscheidet er so? Was denkt er bei dieser Entscheidung? Etc. Ja. Und wie ist es denn so, wenn du dort ankommst und die CEOs gehst interviewen? Wie authentisch ist das? Oder kommst du nur zu aufgeräumten Büros, die alle sehr gut angelegt sind und die frischesten Blumen da stehen? Meinst du, es ist authentisch? Ja, definitiv. Ich bin ein bisschen picky, was es angeht, weil mir ist das Authentische mega wichtig. Ja. Ich habe immer von Abbesprechung und erkläre, wie das Ganze abläuft. Das ist meistens entweder Google Meets oder ich gehe manchmal auch vorbei, je nachdem. Und dort erkläre ich auch gerade, wie das Format ist und wie authentisch es ist, ungeschnitten etc. Und da habe ich auch schon gesagt, ja, das passt mir nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist eben recht authentisch. Ich duze gerade, ich komme ein paar umarme mich direkt. Ich bin einfach so. Also doch Generation Z, he? Ja, vielleicht ein bisschen. Und da würde ich sagen, ist schon recht authentisch. Aber mir ist auch bewusst, klar, wenn du CEO bist von einem Grosskonzern, du kannst nicht über alles reden. Und das ist auch in Ordnung. Wir schauen dann immer zusammen, hey, welche Themen kommen häufig an, was lieber nicht. Und das ist auch dann völlig easy, das ist ja kein Problem. Um da auch den Bogen zu schliessen, glaubst du, dass in Zukunft, also wir haben über die Wichtigkeit der Videoformate geredet, du hast vorher sehr schön erläutert, warum das auch wichtig ist für einen CEO oder eine CEO, sich so zu präsentieren. Glaubst du, dass für die Zukunft eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer nur erfolgreich sein kann, wenn er medientauglich ist oder sie Medienkompetenz besitzt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so wie du es jetzt formuliert hast, mit nur erfolgreich, wenn sie das und das macht, glaube ich nicht. Ich glaube, dass essentiell wird sein, dass Unternehmen nicht nur als Unternehmen auftritt, sondern auch gewisse Personengesichter vorhanden sind. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt muss der CEO sein. Also ich glaube, es werden immer mehr CEOs auch plötzlich vor die Kamera kommen, auch plötzlich die Nähe probieren zu suchen zu potenziellen Mitarbeitern, zu potenziellen Kunden. Aber ich bin überzeugt, dass es nicht ein Muss ist, dass es der CEO sein muss. Es können auch andere Gesichter sein. Man kann das Gesicht jemand anderes als Aushängeschild nehmen. Glaubst du, dass dann dort aber ein bisschen der Kontakt und die Authentizität verloren geht, wenn man anfängt, Mediengesichter zu schaffen von Unternehmen?
Das ist sicher eine Gefahr dabei. Ich glaube, also ich würde sowieso davon abraten, nur dann ein Gesicht dafür, weil es ist eine gewisse Abhängigkeit, die du damit schaffst. Ich glaube, wenn du schaffst, mehrere Leute von mehreren potenziellen Zielgruppen eigentlich vor die Kamera zu bringen, weil ich identifiziere mich mit dieser Person, du dich mit dieser Person, ich glaube, dann bringst du auch eine gewisse, dann wird es irgendwann auch authentisch, weil dann muss sich die Person nicht verstellen, um dich auch anzusprechen, sondern kann so ein bisschen sein, wie sie auch ist. Trotzdem ist es immer so ein bisschen ein Gap zwischen, hey, wie viel du kannst authentisch machen und so, wie du es jetzt machen willst, und wie viel müssen wir trotzdem so ein bisschen in den Leitplanken sein, weil es ist ein Unternehmen, wir haben eine gewisse Professionalität und ich glaube, dort die Gratwanderung, die muss man einfach irgendwie probieren zu beherrschen. Und da kannst du sehr gut beraten, denke ich. Ist es dann denkbar, dass Day of a CEO vielleicht auch Day of Mitarbeitende heisst, oder hast du nicht vor, das Format ein bisschen anders zu gestalten? Vorerst würde ich sehr gerne bei CEOs und bei sehr höheren Führungskräften behalten, weil mit dem Hintergedanken, dass die oft so unantastbar sind, dass man mit dem eine gewisse Nähe aufbauen kann, aber auch, dass Leute, die zuschauen, dazu extrem viel lernen können, weil ich lerne immer extrem viel in diesen Gesprächen. Darum vorerst wollte ich doch so lassen, ja. Lass uns doch gerade den Bogen schliessen, von wegen, ich lerne viel in diesen Gesprächen. Ich möchte gerne einen Ausblick wagen mit dir. Also, du hast jung gegründet mit jemand anderem zusammen. Was sind für dich Herausforderungen gewesen, wo du nicht gedacht hast, dass das passiert? Ganz viel. Weil wenn du 20 bist, ich war 19 gewesen, und du startest, ich kann nicht denken, dass wir so schnell wachsen. Wir sind doch in 2,5 Jahren auf 22 Vollzeitleute gewachsen. Wir haben recht grosse Kunden dazu bekommen. Du denkst an ganz viele Sachen nicht, die schief laufen oder Sachen, die auf dich zukommen. Und ich glaube, es ist ja gut, dass ich das nicht an diese Sachen gedacht habe. Nur schon der ganze Teamaufbau stellt man sich auch oft ein bisschen einfacher vor. Und plötzlich merkt man, hey, jede Person ist ein bisschen, ist eine einzelne Person, du musst sie ein bisschen anders führen etc. Ohne Führungserfahrung gross. Das sind alles ein bisschen Herausforderungen gewesen. Und ich würde sagen, das war für mich, meine Meinung nach, eine der grössten Herausforderungen gewesen. Den Teamaufbau sauber machen, schauen, hey, wie kannst du jemanden fördern, wie kannst du jemanden pushen, gleichzeitig nicht überfordern, weil nicht jeder will vielleicht gleich schnell rennen, wie man selber rennt, das ist auch okay. Und dort eigentlich so ein bisschen das Maximum rauszuholen aus einer Person, das finde ich, ist doch etwas mega Schweres, wo ich immer noch fast dazu lerne. Aber es gibt noch 1000 andere Herausforderungen, definitiv. Aber ich würde sagen, viel steht und fällt mit einem guten, starken Team. Und das ist definitiv eine grosse Herausforderung, aber auch eine schöne Herausforderung. Du hast gerade erwähnt, die sind auch sehr schnell gewachsen. Ja. Wenn wir jetzt in 10 Jahren wieder da hocken und ich dich nochmal im Gespräch darf haben, was glaubst du, was erzählst du mir dann? Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht Sachen verrate, die ich noch nicht verraten darf. Definitiv Grösse. Definitiv, also mir ist immer wichtig, trotzdem spezialisiert sein auf einen Bereich. Das heisst aber nicht, dass man nur auf diesen Bereich kann spezialisiert sein. Also ich glaube, 2, 3 andere Sachen ebenfalls abdeckt. Ob das wenn mit einer separaten Firma ist oder in Ägypten. Aber ich glaube definitiv ein grösseres Konstrukt, ein sauberes Konstrukt. Jetzt ist vieles noch, wir rennen und gleichzeitig tun wir das ein bisschen aufbauen. Das definitiv. Und ja, definitiv Grösse. Aber ich denke auch noch in dieser ganzen Thematik drin, also Videoproduktion, Videomarketing, Vermarktung von gewissen Sachen etc. Liebe Silja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch in 10 Jahren, weil da wird sicher viel kommen. Herzlichen Dank, bist du heute im Gespräch gewesen. Danke dir vielmals, dass ich da sein durfte.